Herzlich willkommen zurück bei Disaster Tours. Dieses Mal wird es Zeit, der Time Bandit Lebewohl zu sagen. Und dann steht in Bremen ja noch der alte Hafentrailer der Shanty. Den müssen wir langsam mal loswerden. Das ist aufgrund der Größe und anderen Faktoren gar nicht mal so einfach. Ob wir den Plan so umgesetzt bekommen, seht ihr nach dem Intro. Die Time Bandit zu verkaufen, ist so schade es auch ist, für den Plan mit der Shanty notwendig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich es mir während meiner Ausbildung in der Heimatstadt zusammengespart habe. Viele Stunden Arbeit hat sie gekostet, wie auch viele gute Momente und Erinnerungen sie gebracht hat, die ich auch nie vergessen werde. Warum muss man eigentlich immer ein Boot verkaufen, wenn man es so weit aufgerüstet hat, dass man mit dem Stand komplett zufrieden ist? Naja, so oder so. Die Time Bandit war mein erstes eigenes Boot und als erstes Boot hätte ich mir auch kein besseres vorstellen können. Es wird Zeit, dass andere mit dem Boot ihre Erfahrungen sammeln können und genauso viel Spaß haben wie ich. Tatsächlich geht sie auch gar nicht so weit weg. Welche aus meinen ersten Segelvereinen haben von dem Verkauf gehört und nach einer Besichtigung sich gleich in das Boot verliebt. So soll es sein. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Winke, winke. Winke, winke. Gutes Boot. Ja, schön. Wie ist es? Verkauf. Soll ich dich mal filmen? Nee, wieso? Drehen mit Augen. Ach Quatsch, hab ich doch nicht. Deine Mutter, deine Mutter. Danke für das Ständchen. Also eine Sache muss ich immer sagen. Mir ist gerade ein Nachteil aufgefallen, wenn man auf dem Boot wohnt und das besonders in der Gezeitenzone. Es gibt gerade keinen Weg mehr, um zum Steg zu kommen. Ja, es ist gerade ein bisschen Hochwasser und entweder darf ich schwimmen oder das neue Schlauchboot ausprobieren. Also gibt mir Glück, dass es schwimmt und dass ich noch gut auf dem Boot ankomme. Auf der Shanty wiederum zu leben ist fantastisch. Es gibt nichts, was mir auf dem Wasser fehlt, wo man in einer Wohnung fündig werden würde. Die Sonnenuntergänge sind super und die Umgebung sehr idyllisch. Es ist nur schwer morgens aufzustehen, weil die Betten so bequem sind. Nun gibt es noch weitere Altlasten zu beseitigen. Und zwar ist in Bremen noch ein alter Hafentrailer. Zur Erinnerung, die hintere Achse ist 4 Meter breit, hat eine doppelte LKW-Bereifung und wiegt um die 3 Tonnen. Das loszuwerden wird nicht einfach und die Zeit, um den selbst mit Flex und Brennschneider zu zerlegen, werde ich auch nicht haben. Also schaut erstmal, was ich zu sagen habe. So, heute sind wir mal unterwegs wieder nach Bremen zum alten Liegeplatz. Das wird heute auf jeden Fall auch sehr interessant, denn es geht darum, den neuen Trailer zu verschrotten. Das hat sich wirklich keiner gefunden, der ihn kaufen wollte. Was ich auch auf keinen Fall übel kann, der ist einfach viel zu breit mit seinen 4 Metern da. Das kann man nun mal nicht über die Straße transportieren. Und ja, heute habe ich also geplant, dass ein Abschleppproblem bzw. ein Tieflader kommt. Und wir werden den Trailer anheben und anschließend die Schrauben versuchen zu lösen. Das wird sehr anstrengend. Gott sei Dank habe ich da noch jemanden gefunden über eBay Kleinanzeigen, der gerne
von Schrottunternehmen. Den Transport muss ich dann wohl bezahlen, aber pro Tonne Stahl bekommt man, weiß nicht, 200 €. Und das sollte da drunter liegen. Das heißt, vielleicht sollte ich sogar noch ein paar Euros übrig haben von dem Trailer. Das Schwierigste am Ganzen wird aber, glaube ich, die Reifen abzubekommen, beziehungsweise die Stahlfelgen, weil die werden bestimmt festgerüstet sein. Also auf nach Bremen. So, das ist jetzt der gute Trailer. Anscheinend haben wir noch ein Problem, und zwar ist es ein bisschen eingewachsen. Mal gucken, was man damit macht. Also, das wird, glaube ich, witzig. Alles kommt natürlich wieder anders, wie es sich auch gehört. Ne? Ja, ist nicht ohne Grund, dieser Status. Es lief alles wie am Schnürchen, wirklich. Die Reifen haben sich easy lösen lassen. Wir haben den Trailer hochbekommen. Ich habe da die Eulenroden abgeflext. Alles super. Und jetzt gibt es natürlich wieder das Problem, dass der Schrottplatz mich angerufen hat. Wir machen das doch nicht mit dem Tieflader, dass wir den aufladen. Und jetzt stehe ich natürlich da. Ne? Also der Trailer ist hochgehoben mit dem Kran und hat keine Reifen mehr dran. Und die wollen jetzt natürlich nicht mit dem Tieflader kommen. Das ist jetzt richtig scheiße. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zu dem Unternehmen. Und ich bin in der Hoffnung, den Chef davon überzeugen zu können, es doch zu machen. Weil eigentlich rechnerisch macht es doch Sinn. Ich meine, das sind mindestens 2 Tonnen Stahl. Das bringt, 1 Tonne Stahl liegt, glaube ich, gerade beim Marktpreis bei 200 €. Das müssen wir am besten nochmal recherchieren gleich. Und ja, was soll denn das kosten, da kurz mit dem Tieflader rüber zu fahren? Das sind mit dem Auto 20 Minuten bis zu dem Unternehmen. Also ich hoffe, er lässt sich überzeugen. Wie ihr sehen könnt, stehen wir immer noch vor dem ganzen Haufen Schrott. Es ist heute leider nichts geworden, und das ist eigentlich nur abhängig von einem Faktor. Und zwar der Schrotthandel, der eigentlich mit dem Tieflader ankommen wollte, hat sich kurzerhand doch überlegt, na, machen wir doch nicht. Es gibt jetzt noch eine Ausweichmöglichkeit von einer Firma, die mir ein Angebot schreiben wird. Und wahrscheinlich gehe ich da noch mit Miese raus. Das wäre mir aber auch egal, um den Haufen Schrott loszuwerden. Aber gut, das wird sich die Tage noch ergeben. Was da passiert, alternativ könnte man jetzt das Ding noch mit Brennschneider zerlegen. Wo ich einen Brennschneider oder einen Plasmabrenner herbekomme, weiß ich noch nicht. Und ja, dabei bleiben wir erstmal. Ihr seid auf weitere Infos gespannt. Was habt ihr für Erfahrungen mit Trailer loswerden? Ich weiß nicht, ob es überhaupt gang und gäbe ist, so wie ich das mitbekommen habe. Die meisten verkaufen ihre Trailer. Bei denen ist es ja leider nicht möglich, wegen der Größe. Und wir trinken jetzt heute deswegen unser Verliererbier. Einen anderen Tag bin ich nochmals angerückt, um das Problem zu beheben. Zufälligerweise ist mir ein Bootsbauer aus Bremerhaven, der Herr Insemann, über den Weg gelaufen. Dieser hat sich doch interessiert gezeigt und mir diesen Trailer abgenommen. Hiermit danke ich Ihnen nochmals herzlich, dass alles geklappt hat. Die Räder hat mir ein Herr aus der Nähe von Hamburg abgenommen und verwendet diese für seine Treckersammlung. Was lernen wir daraus? Manche Sachen, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint, können im Nachhinein immer noch ein gutes Ende finden. Das war es nun auch schon wieder mit dieser Folge. Nun sind die Wartungsarbeiten an der Shanty für die kommenden Segeltouren vollständig abgeschlossen und die Altlasten auch abgehakt. Wir können nun also wohlgesonnen aufbrechen. Das werdet ihr in den nächsten Folgen zu Gesicht bekommen. Also abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat natürlich. Hattet ihr auch schon mal so ein Problem mit einem Hafentrailer? Wie habt ihr euch beim Bootsverkauf gefühlt? Ich freue mich auf eure Kommentare. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.